So Leute, manchmal gibt es Umbrüche im Leben. Am besten ist natürlich, wenn du sie selbst gestalten kannst. Schlecht ist, wenn sie dir aufgezwungen werden. Ist dir das auch schon mal passiert? Hast du zu lange an einer Sache festgehalten, obwohl du wusstest, dass es wahrscheinlich nicht gut gehen wird? Warst du zu lange in einer unglücklichen Beziehung? Aber hast du gehofft, dass ihr die Probleme lösen könnt? Und die Arbeit? War es dir klar, dass du da am falschen Ort bist, aber du wolltest die Flinte nicht ins Korn werfen? Ist das so? Bist du jemand, der von sich sagt, ich lass mich nicht so schnell unterkriegen, ich gebe nicht so schnell auf? Dann willkommen im Club. Ich habe auch schon so geredet. Wenn ich mich für etwas entschieden habe, dann bleibe ich dabei. Komme da, was wolle, bis zum bitteren Ende, bis zur letzten Patrone, bis zum letzten Blutstropfen. Gut, wollen wir mal nicht übertreiben, sonst wird es absurd. Durchhaltevermögen ist doch etwas Gutes. Das wird ja geschätzt, insbesondere von Arbeitgebern. Und das schätzen auch kapriziöse Frauenzimmer, um mal einen veralteten Begriff zu benutzen. Sie wollen doch andauernd umschwärmt werden. Denn wenn wir Männer jeden Korb, jeden Zurückweisungsversuch als Ansporn auffassen, dann verdienen wir irgendwann die Liebe der Angebeteten. Das klingt jetzt schon wieder leicht absurd. Nochmal zurück. An einer Sache dran zu bleiben und gegen alle Widrigkeiten dann am Ende doch zu triumphieren. Das ist doch der Stoff, aus dem Hollywood-Filme gemacht werden. Die typischen Heldengeschichten. Und wer möchte denn nicht ein Held sein? So, jetzt kommt's. Wir haben doch in solchen Situationen oft schon am Anfang ein starkes Bauchgefühl, dass wir eine Sache besser nicht weiterführen sollen. Und das blenden wir dann aus. Und wenn das Ende da ist, sagen wir uns, warum habe ich denn nicht früher aufgehört? Warum bin ich nicht früher gegangen? Ich habe es doch gewusst. Ein Beispiel. Du unterschreibst bei einer Firma als Leiter der Innovationsabteilung, aber merkst sehr schnell, dass der Laden verschlossen und verstockt ist. Du kommst nicht voran, deine Arbeit wird nicht verstanden, nicht gewollt. Anstatt aber in der Probezeit zu gehen, schmeißt du weiter Perlen vor die Säue. Warum? Anderes Beispiel, du hast dich in diese Frau verguckt. Ihr trefft euch, es entwickelt sich so etwas wie eine Beziehung, aber du merkst sehr schnell, dass sie nicht gut für dich ist. Aber anstatt Schluss zu machen, bevor ihr euch noch mehr ineinander verstrickt, willst du die Beziehung um jeden Preis retten. Aber warum? Ernst gemeinte Frage. Du weißt es nicht? Dann hier noch ein Beispiel. Dein alter Schulfreund Benny. Über Jahre wart ihr gute Kumpels, habt viel unternommen, irgendwann seid ihr mit den Familien zusammen in den Urlaub gefahren, aber Benny hat sich verändert. Er ist nicht nur unangenehm fett, auch sein Geist ist unbeweglich geworden. Er lässt nicht nur leicht rassistische Sprüche raus, sondern macht auch Witze über Frauen, die so gar nicht in dein Weltbild passen. Weißt du was, Benny? Ich kann mir das mit dir nicht mehr länger antun. Das möchtest du sagen. Warum machst du es dann nicht? Die Firma, die Frau und Benny der Hund. Warum überlassen wir die nicht ihrem Schicksal? Was sagst du? Aus Mitleid, aus Mitgefühl? Weil du die Menschen in deiner Firma, die Menschen in deinem Leben ja nicht allein lassen kannst? Lüge, vorgeschoben. Aus Verantwortungsgefühl. Ich bitte dich, es sind ja nicht deine minderjährigen Kinder, die du da vor die Tür setzt. Es ist ja nicht deine gichtgeplagte Großmutter, die du sich selbst überlässt. Wir reden von erwachsenen Menschen. Was ist es dann? Es ist Angst. Angst vor den Konsequenzen oder wertneutraler Angst vor dem, was passieren wird. Angst vor dem Unbekannten. Sagen wir es so, du bist an einem sicheren Ort. Du bist da bei dem, was du kennst. Alles Neue bringt dich in die Unsicherheit. Und das ist das Problem. In der Firma hast du es dir eingerichtet. Du bekommst dein Geld am Ende des Monats. Das erscheint einem Teil von dir wichtig, weil es dir Sicherheit gibt. In der Beziehung hast du es dir eingerichtet. Du bist nicht alleine. Du musst nicht auf die Suche nach jemandem gehen. Du hast ja jemanden. Auch das gibt dir Sicherheit und Geborgenheit. Mit Benny? Ja, auch daran hast du dich irgendwie gewöhnt. Benny hat ja immer Bier im Haus und meistens schmeißt er den Grill an. Da kommen immer ein paar Leute. Du hast ein soziales Leben.
Sicherheit und Zugehörigkeit. Sicherheit ist ein starkes Motiv auf der Bedürfnispyramide. Es kommt direkt nach den elementaren Lebensbedürfnissen wie Essen, Schlafen, Trinken. Und danach kommt übrigens das Sozialbedürfnis mit Benny und den Leds am Grill. Zugehörigkeit ist eben auch wichtig für uns. Manche nennen es den Herdentrieb. Zugehörigkeit verspürst du auch in deiner Firma. Das macht es dann schwerer für dich zu gehen. Schwerer, als wenn du jetzt da der Einzelkämpfer wärst, der sich nur zweimal am Tag aus dem Homeoffice für ein Meeting dazuschalten muss. Und mit deiner toxischen Perle fühlst du dich trotz allem auch verbunden. Und wenn du schon in ihre Familie integriert bist, wird es auch nochmal hier schwerer, sich zu lösen. Deswegen bleibst du, weil dich die Angst zurückhält. Das ist von der Natur so gewollt. Das ist in allen Lebewesen so drin, damit wir als Spezies überleben. So, wenn du mein Video mit Maslow gesehen hast, weißt du, was jetzt kommt. Wir sind nicht mehr diese relativ primitive Lebensform, die unten ist auf der Bedürfnispyramide. Wir haben uns weiterentwickelt. Wir können andere Bereiche unseres Hirns benutzen als nur das olle limbische System. Wir können weiter nach oben. Weiter oben ist die Anerkennung. Willst du etwa nicht, dass deine Arbeit wertgeschätzt wird? Willst du nicht, dass deine Konzepte umgesetzt, deine Ratschläge berücksichtigt werden? Doch, willst du. Und genauso willst du in deiner Beziehung gehört werden. Du willst dich angenommen, geliebt und respektiert fühlen. Anerkennung ist wie Sicherheit ein essentielles Bedürfnis, aber ein höher entwickeltes Bedürfnis. Der Anerkennung übergeordnet ist die Selbstverwirklichung. Das ist schon ein Wachstumsbedürfnis, während alle anderen Defizitbedürfnisse sind. Das heißt, die kannst du stillen. Wenn du die Stufe der Selbstverwirklichung erreichst, hast du nach oben kein Limit. Will sagen, während du irgendwann nicht mehr essen kannst, weil du satt bist, ist das bei Selbstverwirklichung nicht der Fall. Einmal auf den Geschmack gekommen, wirst du nicht aufhören wollen, dein Potenzial voll auszuschöpfen, deine Talente und Fähigkeiten zu entwickeln und zu deiner besten Version zu werden. Es ist der Wunsch, alles zu werden, wozu du fähig bist. Wenn du auf dieser Stufe bist, tust du Dinge, weil sie dich erfüllen, weil sie deinem Wesen entsprechen, aber nicht wegen äußerer Belohnung, also nicht wegen finanziellem Erfolg oder Anerkennung, obwohl so etwas auf der Stufe darunter dir sehr wichtig war. Auf der Stufe der Selbstverwirklichung bist du glücklich. Das ist das, was du dann wirklich erfolgreich nennst. Da willst du hin. Wer fragt sich jetzt nochmal, warum wir dann der Beziehung, der Firma, dem Benny nicht den Rücken kehren, wenn wir doch alle glücklich werden wollen? Ich erkläre es nochmal mit Maslow, denn ich habe ja auch Zeit gebraucht, es zu verstehen. Erstens, wegen deiner Sicherheitsbedürfnisse. Das äußert sich in finanzieller Sicherheit, also Angst vor Arbeitslosigkeit, Einkommenseinbußen, Schulden, Verlust des Lebensstandards. In einer Beziehung auch die Angst vor finanzieller Abhängigkeit oder dem Verlust gemeinsamer Ressourcen, wenn ihr euch einen Hausstand teilt. Sicherheit äußert sich aber auch in Stabilität und Gewohnheit. Menschen sind Gewohnheitstiere. Die bekannte, wenn auch unbefriedigende Situation bietet eine vertraute Struktur und Routine. Veränderung bedeutet Unsicherheit und Anstrengung. Als nächstes die Angst vor dem Unbekannten. Das Verlassen des Jobs oder der Beziehung ist ein Sprung ins Ungewisse. Was kommt danach? Finde ich etwas Besseres? Komme ich allein zurecht? Diese Ungewissheit verhindert, dass du deinem Bedürfnis nach Selbstverwirklichung nachkommst. Zweitens, wegen deiner sozialen Bedürfnisse. Also klar aus Angst vor Einsamkeit, wenn man den Partner, den Freundeskreis oder das soziale Umfeld der Kollegen verliert. Dann wegen Loyalität und Pflichtgefühl. Man fühlt sich dem Partner, den Kindern, dem Arbeitgeber oder den Kollegen gegenüber verpflichtet. Schuldgefühle spielen eine große Rolle. Und schließlich sozialer Druck und Erwartung. Was sagt die Familie? Was denken die Freunde? Angst vor Stigmatisierung als gescheiterte Person. Hier spielt auch klar der Wunsch rein, eine Fassade aufrechtzuerhalten. Also wieder alles Dinge, die dich abhalten, wirklich glücklich zu werden. Drittens,
das wird euch jetzt verwundern, du bleibst in einer Beziehung oder in einem Job auch wegen deiner Individualbedürfnisse. Warum? Weil du dir ein Scheitern nicht eingestehen willst. Du willst dich nicht als Versager fühlen, weil es dein falsches, bedingtes Selbstwertgefühl ankratzt. Außerdem nicht zu unterschätzen ist deine Identifikation. Der Job oder die Beziehung ist oft ein wichtiger Teil der eigenen Identität. Wenn du von dir sagst, ich bin der Marketingleiter bei X oder ich bin Partner der Unternehmensberatung Y. Ein Verlassen bedeutet, dass du deine Identität neu definieren musst. Dann spielt da auch wieder mal ein geringes Selbstwertgefühl rein. Du glaubst vielleicht tief im Inneren, nichts Besseres verdient zu haben oder nicht fähig zu sein, einen besseren Job zu finden oder eine bessere Beziehung. Und zack, ist dein Glück wieder im Hintergrund. Und viertens, und das ist jetzt schon ein gedanklicher Klimmzug, auch eine Stufe 5 kann dir im Wege stehen. Wenn du nämlich gar nicht in der Lage bist, eine Perspektive der Selbstverwirklichung einzunehmen. Manchmal können sich Menschen in ihrer Lage gar nicht vorstellen, wie ein erfülltes Leben aussehen könnte. Oder sie glauben nicht daran oder nicht mehr daran, dass es für sie erreichbar ist. Dann sagen sie so etwas wie, das hält das Schicksal nicht für mich bereit. Mein Los ist es, unglücklich zu sein und niemand wird mich retten. So, und dann das wohlbekannte Aufschieben. Man redet sich die Situation, sagt so etwas wie, so schlimm ist es ja nicht und wir haben da ein paar Baustellen. Oder auch ein Klassiker, man vertröstet sich auf später. Das hört sich dann so an. Ich ändere das, wenn die Kinder größer sind. Ich rede mit dem Chef, wenn ich das Projekt XY abgeschlossen habe. Und so verschiebt man es, erfüllt zu leben, auf den Sankt Nimmerleinstag. Kommt dir dieses Verhalten bekannt vor? Und möchtest du da raus? Möchtest du lernen, in solchen Situationen zu sagen, jetzt ist finito, so geht das nicht weiter? Möchtest du endlich auf deine innere Stimme hören, die dir zuflüstert, die dich irgendwann anschreit, hör auf damit. Dann kommen hier meine 5 Ratschläge, wie man sich nach oben auf der Pyramide bewegt und glücklich wird. Erstens, akzeptiere die Angst, handle trotzdem. Du musst lernen, deinen inneren Angsthasen zu managen. Es geht darum, Gefühle und Gedanken als das zu sehen, was sie sind. Vorübergehende innere Zustände. Und sich nicht von ihnen lähmen zu lassen. Mach dir das klar, nimm deine Gedanken nicht persönlich. Sag dir, dass da nur ein evolutionäres Default-Programm in dir abläuft, das du mit nur ein klein bisschen Aufwand überschreiben kannst. Zweitens, benenne deine Ängste konkret. Wovor genau hast du Angst? Schreibe alle Worst-Case-Szenarien auf. Oft sind sie diffus und verlieren an Macht, wenn man sie konkret benennt. Frage dich dann, wie wahrscheinlich ist das wirklich und könnte ich damit umgehen, wenn es eintritt? Drittens, akzeptiere die Angst als Zustand. Wenn Ängste oder Bedenken hochkommen, versuche nicht, sie wegzudrücken. Nimm sie wahr. Sag dir, okay, da ist wieder der Gedanke, dass ich nie wieder einen neuen Job finden könnte. Atme bewusst. Erkenne an, dass es sich nur um ein momentanes Gefühl handelt, das kommt und wieder geht. Ja, du hast gerade Angst, aber du bist nicht deine Angst. Viertens, entkopple Gefühl und Handlung. Triff eine bewusste Entscheidung, in Richtung deines Ziels, deines Glücks zu handeln, unabhängig davon, wie du dich gerade fühlst. Frage dich, welche Handlung bringt mich meinen Werten, meiner Vision näher, auch wenn sie sich jetzt unangenehm anfühlt. Fünftens, ganz praktisch, nutze den 5-Sekunden-Countdown. Wenn du einen Impuls oder eine Idee hast, etwas in Richtung deines Ziels zu tun, also vielleicht eine E-Mail zu schreiben, etwas zu googeln, jemanden anzurufen, aber wieder Bedenken in dir hochkommen, dann zähle rückwärts 5, 4, 3, 2, 1 und mach es dann. Bewege dich, tippe den Suchbegriff oder die Telefonnummer ein. Beginne mit der Handlung, bevor dein innerer Bedenkenträger die Idee vielleicht wieder zerreden kann.
Und wenn nötig, machst du das für jeden noch so kleinen Schritt. Konzentriere dich darauf, die einzelnen Schritte konsequent zu gehen, anstatt dich nur auf das ungewisse Endergebnis zu fixieren. Jeder Schritt ist ein Erfolg. Ja, über die Zeit wird es dir immer leichter fallen. Wie hört sich das für dich an? Kannst du das schaffen? Ich sage dir, es fängt alles mit einer Entscheidung an, einer bewussten Entscheidung für ein besseres Leben. Und die Entscheidung kannst du auch treffen, nachdem du von deinem toxischen Arbeitgeber die Kündigung bekommen hast. Ja, du hättest die Entscheidung auch selbst treffen können und das vor vielen Monaten. Hättest dich mit deiner Perle hinsetzen können, hättest bei rassistischen Sprüchen deine Grenze setzen können. Hätte Fahrradkette. Du hast es nicht gemacht. Lässt sich nicht ändern. Das ist alles Schnee von gestern. Handeln kannst du jetzt immer noch. Anstatt deine Gedanken, deine Energie darauf zu verschwenden, dich über dich selbst zu ärgern, anstatt alles wieder und wieder zu Tode zu analysieren, wann du hättest einschreiten, wann du hättest etwas ändern, die Sache beenden müssen, verwende deine Kraft lieber auf die Zukunft. Sag dir, ich finde eine neue Beschäftigung, die besser zu mir passt, auch wenn sich das gerade komisch anfühlt. Entkopple die für deine Weiterentwicklung wichtige Handlung von dem limbischen Gefühl, das dir im Weg steht. Ich muss das auch machen. Ich will meinen Kanal neu ausrichten. Dabei wird vieles auf der Strecke bleiben, was mir vorher wichtig war. Aber ich sehe, ich komme so nicht voran. Ich lasse viele Dinge brach liegen. Dinge, die ich über Marketing, über Strategie, über Business weiß. Und deshalb sage ich mir, es kann nur besser werden. Und was musst du machen? Was ist in deinem Leben los, dass du dieses Video hier angeklickt hast? Haben sie dir endlich gekündigt? Dann kannst du jetzt entweder die Tage der Kündigungsfrist runterzählen, als wäre danach Weltuntergang, soziale Isolation und Hungertuch, oder du kannst ins Handeln kommen, es als Chance sehen. Fühle die Last, die von dir genommen wurde. Fühle die Freiheit, die du hast. Sieh, wie sich die Horizonte öffnen für dich, damit du etwas tust, was dich glücklich macht. Entdecke die Möglichkeiten. Leute, ich bin 55 Jahre alt. Eins weiß ich, immer wenn eine Tür zugegangen ist, ist eine neue aufgegangen. Und es wird immer besser. Es wird immer besser. Wenn du daran arbeitest, wenn du dich zwingst, deinen Blick von der geschlossenen Tür abzuwenden und die offene Tür zu sehen. Und Benny, wird der weiter am Grill stehen, Zoten reißen und sich zurückentwickeln? Wird er dich vermissen? Weißt du was? Das ist dir egal, denn er hat seinen Weg und du hast deinen. Du kannst dich nicht um alle kümmern. Du musst Benny, deine Ex, deine Kollegen, deine Chefs, du musst sie ihr Ding machen lassen. Dafür sind sie verantwortlich. Du, mein Freund, werde glücklich. Das ist deine Aufgabe und nichts anderes. Ich habe das geschafft und du kannst das auch. Ich glaube an dich. Wir sehen uns wieder.